Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Visitesendung und vielen Dank für all die interessanten Zuschriften, die Sie mir gesendet haben. Und ich möchte auch in dieser Sendung sie wieder beantworten dürfen und habe auch gleich die erste hier vor mir liegen. Und zwar ist es eine 56-jährige Patientin Martina, die Folgendes schreibt: Es wurde festgestellt, eine Ammoniakbelastung bzw. die Niere würde eine Problematik entwickelt haben über den Metavital-Scan, das ist das Oberongerät, und eine Ammoniakentgiftung würde reduziert sein. Dass die Folge sei eine leichte Nierenschwäche, von der sie aber eigentlich nichts mitbekomme. Und die Frage ist eigentlich, dass ihr bekannt wäre, dass Ammoniak auch auf die Nieren toxisch wirken kann. Und was kann sie eigentlich tun gegen diesen erhöhten, wenn dann, Ammoniakwert? Zudem hat sie mir geschrieben, hätte sie noch eine Frage, dass ihr auffällt, dass der Urin immer wieder so hell wäre und ob das vielleicht ein Mangel an Bilirubin ist. Sie wissen alle, Bilirubin ist das Abbauprodukt unserer roten Blutkörperchen in der Leber. Und Bilirubin ist dann der Farbstoff, der eigentlich auch den Stuhl oder die Gallenflüssigkeit so tief gelb macht. Und wenn es am Bilirubin fehlt, dann ist der Stuhl sehr hell, aber eigentlich nicht der Urin. Aber lassen Sie uns zu der Beantwortung dieser Frage nachher kommen. Aber was ist denn Ammoniak? Also der Ammoniakgehalt ungefähr im Blut kann 16 bis 90 Mikromol pro Liter sein. Ammoniak ist ein Zellgift. Und Ammoniak entsteht immer in unserem Organismus, und zwar, wenn wir Eiweiß essen. Eiweiße, wissen Sie, ist zum Beispiel Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Joghurt, Quark und Ei. Pflanzliche Eiweiße haben wir auch, das ist Quinoa, das sind Linsen, Bohnen, das sind pflanzliche Eiweiße, die genauso einem Stoffwechselweg unterliegen in der Eiweißverdauung und Verwertung wie tierische Eiweiße. Unser Körper braucht 70% von seinem Nährstoffbedarf, muss er auch aus einer guten Eiweißreserve schöpfen, weil das Eiweiß ist der Baustein des Lebens. Und im Rahmen dieser Eiweißverwertung wird über den Dünndarm und über die enzymatische Kraft der Proteasen und viele andere Enzyme die Eiweiße aufgespalten zu Aminosäuren. Aminosäuren sind dann die Bausteine und wir brauchen jeden Tag 8 dieser essentiellen, sagt man, über die Ernährung zugeführten Aminosäuren, damit wir die körpereigenen 22 Aminosäuren dann mit Hilfe der Leber aufbauen können. Keine Immunzelle kann sich neu bilden, keine neue Zelle regenerieren, kein Hormon, kein Transport von Eisen, nichts würde gehen, wenn diese Eiweiße nicht ausreichend zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite sagen wir aber nicht so viel von diesen Eiweißen, weil die Eiweißlast zu groß ist. Wert spricht von den sogenannten Eiweißspeicherkrankheiten. Die Niere ist überfordert dann in der Ausscheidung und es entstehen zu viel Seitenprodukte. Und das ist zum Beispiel jetzt der Ammoniak. Neben der Aufspaltung zu Aminosäuren trennt sich dann die Eiweißsynthese einmal über die endogene Aufbau der 22 Aminosäuren und auf der anderen Seite ist der Weg einer der Energieherstellung. Also Eiweiß gibt Energie. Und hier ist das Endprodukt oder das Seitenprodukt im Stoffwechsel Ammoniak. Ammoniak ist ganz wichtig, dass er eigentlich, wenn er dann im Körper produziert wird, wieder ausgeschieden wird. Und zwar über den Dickdarm und dann dem Stuhl. Das ist eigentlich ein Prozess, der gelingt uns. Aber der ist gebunden an die Tatsache, dass der Dünndarm in der Eiweißverdauung erstmals einen guten, bisschen overhändigen
basischen pH-Wert hat. Der Dünndarm ist so ungefähr bei 8,5. Der Dickdarm aber muss einen pH-Wert haben von 5,5 bis 6,5. Und nur wenn er von 5,5 bis 6,5 hat, dann kann der Mensch dieses Ammoniak ausleiten. Ammoniak stinkt, so wie faule Eier. Das merken Sie dann auch an den Gerüchen. Aber es ist wichtig, dass es rauskommt. Wir brauchen unbedingt oder wir brauchen für unsere Eiweißverdauung, wenn wir Fleisch essen zum Beispiel, 4 bis 5 Stunden. Das sind ziemlich große Prozesse, die da unser Darm für uns leistet. Und wissen Sie, wer verantwortlich ist, dass der Dünndarm ein pH-Wert hat von 8,5 und der Dickdarm von 6,5? Ja, unsere Milchsäurebakterien. Wir haben schon oft im Rahmen der Visite, aber auch durch die Gespräche mit Alexander Glock über die rechtsdrehende Milchsäure gesprochen. Diese rechtsdrehende Milchsäure ist es, die den Dickdarm so milchsauer vergoren ansäuert, damit Ammoniak ausgeschieden wird. Wenn dieser Ammoniak nicht ausgeschieden wird, wenn dieser pH-Wert sich ziemlich basisch hoch triggert, dann gelangt das Zellgift Ammoniak ins Blut. Und wissen Sie, wer derjenige ist oder wer diejenige ist, die Ammoniak jetzt entsorgen muss? Ich glaube, Sie erahnen es. Es ist mein Lieblingsorgan, Mutterleber. Mutterleber kann daraus Harnstoff machen. Dieser Harnstoff muss natürlich dann ausgeschieden werden durch die Nieren. Aber die Leber hat eine ganz große Verantwortung und natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität, dieses Ammoniak auszuleiten. Ammoniak selbst hat aber eine große Nebenwirkung. Es kann wichtige Bestandteile innerhalb des Energiestoffwechsels blockieren. Das heißt, Ammoniak ist auch ein intrazelluläres Zellgift. Und wenn Ihnen bescheinigt wird durch diese energetische Untersuchung, dass Sie eine Überlastung mit Ammoniak haben, dann muss man natürlich erstmal auf der einen Seite sehen, schafft die Leber diesen Abbauprozess nicht gut? Ist der pH-Wert des Dickdarmes vielleicht zu basisch, dass die Leber dadurch überfordert wird? Wenn ich Stuhluntersuchungen durchführe, dann sehe ich zu 80%, dass die Milchsäureflora einfach unterbewertet wird, dass sie insuffizient ist, dass die Menschen viel zu wenig von diesem fermentierten Gemüse zu sich nehmen, viel zu wenig Apfelessig, viel zu wenig vielleicht Sauerkraut in roher Form, viel zu wenig Sauerkraut mal als Saft trinken. Das sind Fragen, die sollten Sie sich jetzt mal stellen. Wir können nicht, wir brauchen Eiweiße und damit gehen wir immer auch in die Gefahr, dass Ammoniak entsteht. Aber der Körper hat ein in sich gutes System, uns rechtzeitig von diesem Ammoniak zu befreien. Und deshalb müssen Sie den Fokus darauf legen, a, wie ist meine Ernährung aufgestellt, b, wie ist meine Situation im Darm? C, was sollte ich vielleicht für meine Leber tun? Warum hat die Leber im Rahmen der Ammoniakbelastung vielleicht Probleme und Sorgen? Und natürlich vielleicht auch den Blick auf die Nieren setzen im Rahmen der Harnstoffausscheidung. Das wäre wichtig, ganz typisch für Menschen, die auch eine eingeschränkte Leberfunktion haben, einen gestörten Metabolismus im Darm und das Ammoniak weit über die Grenzen jetzt entsteht und die Leber in diesem Ammoniakabbau eingeschränkt ist, haben eine sogenannte Enzephalopathie. Wir nennen das eine hepatische Enzephalopathie. Das heißt, aufgrund der Leberstörung entsteht eine Erkrankung,
ich bin nicht mehr im Rahmen meiner anamnestischen Funktion, ich habe Muskelzuckungen, die Menschen sind so somnolent, sie sind in ihrer geistigen Aktivität deutlich blockiert und sie haben einen ganz auffallenden süßen Atem. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn Leber oder wenn Menschen mit einer schweren Lebererkrankung da sind, dass sie ganz stark, muss man Sorge tragen, dass sie jeden Tag guten Stuhlgang haben, also mindestens 1-2 Mal. Schon allein, wenn die blockiert sind und 1-2 Tage obstipiert, dann kann der Ammoniakspiegel so hoch gehen, dass wir das aufgrund einer zerebralen, sage ich mal, klinischen Symptomatik, wie ich sie gerade erläutert habe, oder auch, dass Störungen im zentralen Nervensystem ablaufen. Daran können wir das ermessen. Davon sind Sie ganz, 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 ganz weit weg, Martina. Aber ich würde Sie bitten, sich da jetzt nicht eine Sorge aufbauen, aber vielleicht führt Sie dieser indirekte Hinweis auf eine Sorge oder auf ein Problem innerhalb Ihres Darmes und würde diesen Fragen einfach mal nachgehen. Im Rahmen einer entsprechenden Stuhluntersuchung kann man das doch wunderbar nachweisen und kommt vielleicht noch an ganz andere Fragen, die einem eigentlich der Körper im Moment gar nicht präsentiert. Das ist ja das Schöne an solchen Untersuchungen. Wenn man von Prävention spricht, spricht man ja nicht von wir schauen und sehen nichts, sondern mit unserem makroskopischen Auge, sondern wir wollen einfach verstehen, wo hat der Stoffwechsel vielleicht im Moment Not, wo können wir ihn unterstützen, wo können wir entlasten. Und da müssen Sie sich hinsichtlich jetzt dieser Problematik, glaube ich, nicht so ganz große Sorgen machen, aber es ist doch sehr wertvoll, dass man die Dinge weiß. Der Urin, wenn der hell ist, der Urin, dann hat es aber eigentlich nichts mit Ammoniak oder Bilirubin zu tun. Das wäre dann der Stuhl. Es ist schon gut, wenn wir Menschen auch mal auf unseren Urin achten würden. Man nennt das eine Urinschau. Und der normale Urin, der ist schon hellgelb. Also das ist keine Farbe, die mich jetzt als Arzt irgendwie beunruhigen würde. Natürlich wird er intensiver in der Farbe tiefgelb, wenn Sie wenig trinken. Nun ist das Trinken jetzt nicht etwas, wo ich sage, jeder Mensch muss 2 bis 3 Liter trinken. Ich habe selber ein großes Klientel, was ich betreue, und das ist eine große Referenzbereich von 1 Liter bis 2,5 Liter. Ein Körper kann sich aufgrund der täglichen ihm zur Verfügung stehenden Trinkmenge natürlich anpassen und er wird das regulieren. Der Durst steuert uns schon. Aber wichtig ist, dass wenn der Urin dunkel ist, dann ist es zum einen wirklich eine Frage, trinke ich zu wenig? Aber auf der anderen Seite natürlich kann es auch ein Hinweis sein für Entzündlichkeiten der Blase und Entzündungen der Nieren, die ich ja dann eigentlich klinisch spüre. Wenn er aber sehr stark riecht, dann kennen Sie das Gefühl alle, wenn Sie eine bakterielle Infektion haben. Also dieser Urin, der stinkt richtig. Da seien Sie bitte sehr, sehr achtsam und vorsichtig, weil dann heißt es bitte, jetzt ist eine Blasenentzündung im Anschub, beziehungsweise die wird Ihnen klinisch dann auch bewusst sein. Und eine Blasenentzündung behandelt man eigentlich in der Regel nicht mit Antibiotika. Eine Blasenentzündung heißt erstmal, jetzt wird getrunken ohne Ende. Und ich liebe die Kombination aus Ringelblume, Kamille und Brennnessel. Das heißt, die Niere anregen und die Entzündung erstmal runterregulieren. Alles, was wohl und warm ist, hilft jetzt der Blase. Das heißt, Wärme auf die Blase und für warme Füße sorgen. Die Mannose ist ein Zucker, der verhindert, dass zum Beispiel Kolibakterien sich an der Blase festhalten können. Ganz oft entsteht eine Blasenentzündung durch Kälte. Weil wenn sie kalt werden,
dann kriegt die Blase eine geringere Durchblutung und schon kann es eine höhere Entwicklung von diesen Keimen geben. Das ist eine Variante. Das andere ist, wenn wir eine Fehlregulation in unserem Säurebasenhaushalt haben und fixe Säure brennt, schmerzt, irritiert die Blasenwand. Auch in dem Falle sorgen Sie für einen guten pH-Wert und regulieren Sie in ein saures Milieu mit einem guten Basenpulver. Damit reguliert sich die Entzündung runter. Wenn Blut im Urin ist, dann sehen Sie das auch, weil es ist ein Hinweis, dass die Blasenwand und alles, was entzündet ist, schwillt ja an, dass die Blasenwand irritiert ist. Deshalb trinken Sie bitte, sorgen Sie für Wärme. Das Blut, was so ein bisschen den Urin dann dunkel färbt oder auch vielleicht mal auftropft, muss immer in Bezug gegeben werden, auch mit einer Entzündungsreaktion. Es ist ein sehr normaler Zustand. Es gibt unglaubliche Schmerzen, auch manchmal bei Blasenentzündungen. Und das muss eine klinische Untersuchung dann ergeben, welcher Erreger dahinter steckt und wie man mit dieser Problematik umgeht. Aber da können Sie schon eine ganze Menge eigentlich selber tun. Menschen, die übrigens immer wieder an Blasenentzündungen leiden, sollten wirklich mal den Frontzahnbereich anschauen, ob der Nierenmeridian vielleicht nicht blockiert ist, der Blasennierenmeridian, oder ob sie eine große Pfannenstielnarbe im Unterleib haben, die eigentlich die energetische Versorgung der Blase blockiert. Oder denken Sie auch an unseren Nabel. Das ist die älteste Narbe, die wir alle haben. Und auch Narben können zu Störfeldern und damit Regulationsblockaden werden. Aber eine immer wiederkehrende Blasenentzündung, finde ich, muss man nicht leiden und vor allen Dingen, was ganz kontraproduktiv ist, jedes Mal mit einer Antibiose zu beantworten. Eine sehr hilfreiche Therapie bei Blasenentzündungen sind neuraltherapeutische Injektionen. Das macht ein Kollege für Neuraltherapie und an den sollten Sie sich wenden. Da kann man sehr schnell auch einer Blasenentzündung die Entzündung runterregulieren. Wir selbst nehmen noch homöopathische Komplexmittel wie Kataris, um eigentlich diese Entzündung und auch die Struktur der Blase und im Rahmen einer antibakteriellen Wirkung dort zu verbessern. Bei Blasenentzündungen bitte auch immer an Viren denken. Auch das kann man mal untersuchen lassen, inwieweit Herpesviren sind, Hautviren, Schleimhautviren, Belastungen diesbezüglich vorliegen. Und noch ganz viel mehr. Aber im Rahmen auch ein bisschen den Blick mal auf den Eigenurin haben, war mir das ein kleines Anliegen. Wenn er schäumt, der Urin, müssen Sie immer an Eiweiß denken. Wenn die Niere nicht genug Eiweiß ausscheidet oder wenn die Niere zu viel Eiweiß ausscheidet, dann schäumt der Urin. Männer haben oft so ein Tröpfeln. Männer haben manchmal so ein Druck oder können nicht gleich Urin loswerden. Das ist dann ein Problem, dass die Prostata sich vergrößert, was im Rahmen auch einer hormonellen Umstellung bei Männern passiert, was durch einen Östrogenschub passieren kann, was durch eine parasitäre Belastung, aber auch eine toxisch entzündliche Belastung der Prostata passiert. Und das sind Dinge, die kann man auch klinisch bitte abklären und durch Sägepalmextrakte auf 30% die Prostatagröße verringern, aber nichts geht daran vorbei, auch die Ursachen für solche Dinge wirklich zu erkennen. Ja, und ein süßer Urin zum Schluss ist natürlich auch ein Hinweiszeichen auf einen Zucker. Immer dann, wenn der Zucker im Blut steigt, öffnet die Niere und lässt den Überschuss an Zucker raus. Und ich glaube, das sind noch ein paar wertvolle Informationen, in dem Moment, wo Sie mich gefragt haben, Sie haben einen sehr hellen Urin, aber das muss eigentlich in der Regel nichts irgendwie Sorgenvolles bedeuten. Ich glaube, uns bleibt noch ein bisschen Zeit für eine zweite Anfrage. Und diese Anfrage kommt von einer Patientin, das ist die Serda, und ich möchte Ihnen
auf Ihre Frage antworten. Sie schreiben, Sie hätten immer wieder einen hartnäckigen Leistenpilz. Und damals wäre dieser vorübergehend durch Antibiotika verschwunden und er kam dann wieder. Als Sie im Urlaub waren, wo Sie täglich Sonne hatten, Luft, Meer, natürlich auch Ruhe, war der Pilz dann weg. Aber nach ein paar Wochen, und Sie nehmen eine hohe Nährstoffkombination ein, sind also fast hier 2, 3 Seiten in Ihrer Zeilen in Ihrer E-Mail, was Sie alles einnehmen, von Blütenpollen über Vitamin D und Zeolit und B-Komplex und Koriander und so weiter und Jod, ist der Pilz wieder da. Und Sie möchten so gern, dass der verschwindet. Ein Pilz verschwindet nicht einfach, wenn Sie das wollen, sondern ein Pilz wird nur dort sich wohl und zufrieden finden, wenn er das Milieu auch dort findet. Und das ist bei Ihnen. Das heißt, der Blick muss ein ganz anderer werden. Man tut jetzt nichts gegen den Pilz, sondern man versucht, das Medium oder das Milieu dem Pilz zu entziehen. Das ist genauso, wenn Sie etwas haben in Ihrem Kühlschrank oder gar nicht mal im Kühlschrank, wenn es draußen liegt und schimmlig wird, dann haben Sie nicht achtsam genug diesem Lebensmittel das gegeben, was es braucht, damit es unbelastet haltbar bleibt. Ja, also Schimmel kann sich ja ganz schnell auf einem Glas entwickeln, wenn Sie zum Beispiel das Wegglas nicht richtig geschlossen haben. Oder wenn Sie die Leberwurst nicht als im Glas in den Kühlschrank gelegt haben, sondern wenn es 24 Stunden in der Wärme draußen steht. Da ist das Leberwurstglas geschlossen, da kommt gar nichts ran, aber die Prozesse da drinnen entwickeln sich zu einem Pilz. Und das entsteht bei uns genauso. Also diese große Ordnung in unserem Körper, ein sogenanntes Säure-Basen-Gleichgewicht zu erhalten, bindet natürlich den Körper daran, dass wir es ihm gewähren. Und wenn man einen hartnäckigen Leistenpilz hat, dann denke ich natürlich zuerst, wer ist sie? Ist sie übergewichtig? Weil in den Leisten ist es warm, in den Leisten ist es schwitzig und in den Leisten ist es dann feucht, wenn sie übergewichtig sind. Das ist genauso, als wenn Frauen, die einen großen Busen haben und immer wieder da unten entzündet sind und der Pilz sich entwickelt mit einem Juckreiz, weil einfach der Busen eine fast hermetische Abriegelung macht hier und das schwitzt und wird feucht. Ein Pilz braucht das. Wenn Sie also im Urlaub waren und es war Sommer und Sie haben geschrieben, da war Luft und Sonne, dann war da auch Trockenheit. Und unter Trockenheit kann ein Pilz sich nicht entgiften. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn es ausschließlich ein lokales Geschehen ist, dass Sie das im Hinterkopf haben und immer dafür Sorge tragen, dass dieser Bereich wirklich trocken bleibt. Entweder nach dem Duschen, dass man richtig föhnt, dass man auch wie so ein normales Babypuder nimmt und die Leisten pudert, dass immer wieder auch der Körper die Trockenheit aufnehmen kann. Das wäre ein lokales Problem. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine sogenannte Candida-Belastung. Die kann auch systemisch sein. Und wenn sie systemisch ist, dann hat sie natürlich auch was mit Schleimhäuten zu tun. Dann hat sie was mit Bronchien zu tun. Dann kann ich immer wiederkehrende Mandelentzündung bekommen. Dann kann ich hinten am After so ein Jucken haben. Dann kann ich Gelenkschmerzen haben. Dann kann ich Wechseljahresbeschwerden haben. Es gibt eine unglaublich große Symptomatik, auch die nur durch Candida ausgelöst wird, zum Beispiel von neurologischen Symptomen, Kopfschmerzen, nachlassende Konzentration, Schwindel, Sehstörung und auch so ein leichter Tremor, ein Zittern. Bitte
geben Sie dieser Verdachtsdiagnose hier eine Möglichkeit, dass es abzuklären ist, ob dahinter eine Candida-Belastung steht. Man kann das testen durch einen sogenannten Lymphozyten-Transformationstest auf Candida. Das machen bestimmte Labore und darin sehen Sie, inwieweit Ihr Immunsystem sich mit einer Candida-Belastung auseinandersetzt. Das ist wichtig, denn auch Schwitzen, Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen bis hin zur Gemütsschwankungen, Depressionen können Candida-Belastungen in uns sein. Und alles hat Ursachen. Was wir beobachten ist, dass Menschen toxisch belastet sind. Und Toxine, Schwermetalle gehen mit Pilz, mit Candida eine Symbiose ein. Sodass ich für mich eigentlich kein vordergründiges Konzept habe gegen die Mykose, gegen die Pilzbelastung. Denn Schwermetalle und Pilz haben eine Symbiose im Sinne von Schwermetalle zu binden. Also gehen wir mal etwas liebevoll mit unseren Pilzen um. Denn wenn wir jetzt den Pilz entziehen, dann sind die Schwermetalle wieder frei. Deshalb sollte man beide Dinge wirklich abklären und auch von der Therapie eine sowohl Schwermetallausleitung forcieren, nachdem man natürlich weiß, wie die Entgiftung des individuellen Patienten ist, und auf der anderen Seite natürlich das Milieu für den Patienten regulieren. Und in einem Übersäuerten fühlt er sich wohl. Deshalb ist immer wichtig, dann auch eine gute Basenmischung Natriumbicarbonat zur Grundlage zu geben. Allein durch einen guten Ausgleich von Selen, ein Spurenelement und Zink, vielleicht 100 bis 150 Mikrogramm und Zink, 15 bis 30 Milligramm, können Sie wesentlich die Entgiftung aktivieren in der Leber intrazellulär. Dem Pilz aber müssen Sie etwas das Milieu verändern. Und das äußere Milieu zu verändern, das haben wir gerade besprochen. Aber innen können Sie das zum Beispiel durch eine isopathische Therapie machen. Bei uns geht ja immer alles einem Dunkelfeld voraus. Da kriegen wir schon den ersten Hinweis auch auf solche Belastungen. Aber eine Milieusanierung bzw. ein Milieu, bei dem sich der Pilz gar nicht mehr hoch entwickeln kann, wäre zum Beispiel das Fortakel. Bitte 14 Tage dreimal eine Tablette Fortakel und danach über einige Wochen lang das Pefrakel. Das sind nicht Antipilzmittel, sondern es sind isopathisch-homöopathische Mittel, die die Information eingreifen, dass der Pilz sich wieder in seinen normalen Mikroorganismus zurückwandelt. Das ist der Pleomorphismus nach Enderlein. Und parallel dazu, zu dem Pefrakel, eine Tablette am Tag, gebe ich immer das Albicansan. Und das Albicansan wird mit 2x5 Tropfen ganz langsam gesteigert, bis man später auf 3x10 ist. Das ist eine Therapie, die würde ich zur Basis legen, die man auch tun kann, wenn man immer wieder Mundsur hat oder Milchschorf. Gut, bei ganz, ganz kleinen Kindern muss man natürlich da vorsichtig sein, ganz kleinere Dosierungen. Aber dem, der zum Beispiel jetzt eine isopathisch-homöopathische Behandlung vielleicht gar nicht greifbar erscheinen möge, möchte ich einfach nur sagen, der Dr. Fischer von dem Londoner Homöopathik Hospital hat einmal einen sehr schönen Satz gesagt: Wenn ein Chemiker ein homöopathisches Mittel untersucht, dann kann er nur eigentlich Alkohol finden und Wasser. Aber wenn er zum Beispiel eine Diskette untersucht, dann kann er auch nur chemische Substanzen finden, aus der diese Diskette besteht.
Aber beide haben eine unglaubliche Fülle von Informationen. Und auch wenn wir vielleicht eine homöopathische Behandlung in der Tiefe nicht nachvollziehen können, unser Körper reagiert auf diese Information. Und wir haben eine unglaublich gute Erfahrung, gerade im Rahmen der großen Mykosen, die für sehr, sehr viel mehr verantwortlich sind, als wir heute klinisch überhaupt ermessen können. Hier eine isopathische Basisbehandlung immer zugrunde zu legen und nicht zum Beispiel mit Antipilzmitteln wie Nystatin. Das brauchen wir zum Beispiel in der Regel so gut wie gar nicht. Ich hoffe, mit diesen Ausführungen Ihnen heute auch ein Stückchen weiterhelfen zu können oder geholfen zu haben. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine wunderschöne nächste Woche und ich freue mich sehr auf den nächsten Sonntagabend. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.